Ein Villager? Wer ist er denn? Was? So, von was geht? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch was Besonderes mitgebracht, denn wir haben ein riesen Minecraft-Update bekommen. Und zwar wurden ja mit den letzten Updates immer schon diese ganzen neuen Tiervarianten hinzugefügt. Da gab es jetzt ein paar Änderungen, die erzähle ich euch auch sofort. Aber das mit Abstand größte ist, dass wir jetzt für alle Tiere insgesamt 77 neue Spawn-Eier bekommen haben. Also komplett neue Texturen, die auch richtig cool aussehen. Wir haben aber noch ein paar andere Änderungen, deswegen würde ich sagen, gehen wir die auf jeden Fall auch noch durch, bevor dann die 1.21.5, das Frühlingsupdate, veröffentlicht wird. Und lasst uns auch gar nicht lange drum herum labern. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr rund um Minecraft verpassen wollt, dann abonniert gern kostenlos diesen Kanal und tretet unserem WhatsApp-Kanal sowie dem Discord bei. Also, dann sehen wir uns in-game. Ich habe ja natürlich hinter mir die ganzen Spawn-Eier vorbereitet und es wird auch wieder Nacht. Also ich habe die ganzen Spawn-Eier hier vorbereitet, aber es gibt noch viele weitere Änderungen. Deswegen machen wir es so, ich zeige euch die Spawn-Eier ganz kurz und dann schauen wir uns erstmal die anderen Änderungen an, bevor wir dann am Ende uns die ganzen Spawn-Eier komplett genau angucken, weil die Texturen sehen so cool aus. Eine der neuen Änderungen seht ihr zum Beispiel hier, der Busch, aber dazu kommen wir sofort. In der linken Kiste habe ich hier alle Spawn-Eier von den passiven Mobs reingemacht und guckt euch das mal an, wie cool diese... Ey, jetzt regnet es! Und hier in der rechten habe ich die ganzen Monster. Bevor wir uns die später genauer angucken, schaut euch zum Beispiel mal die Spinne an. Da haben sie sogar an das Spawn-Ei diese kleinen Spinnenbeine dran gemacht, was ich so ein cooles Detail finde. What? Jetzt fragt ihr euch, Tim, okay, was kam denn noch weiteres hinzu? Das erste ist dieser neue Busch. Der kann hier einfach in den Plains-Biom spawnen. Der ist hier vorne auch, glaube ich, ein paar Mal... Ja, hier zum Beispiel, der spawnt neben dem Gras. Also das spawnt noch ganz normal. Dann hat man jetzt hier einfach ein bisschen so einen kleinen Busch. Ist vielleicht ein bisschen dunkel so im Gegensatz zum Gras. Aber ansonsten sieht das nice aus. Diesen Leaf Litter kennt ihr ja schon, habe ich euch ja schon im letzten Video gezeigt. Den kann man 4-mal platzieren, nur der hat jetzt andere Farben bekommen. Im normalen Plains-Biom ist der weiterhin braun, aber sobald wir uns mal hier in so eine Wüste oder sowas begeben, zählt es schon. Ja, da seht ihr, ist der ein bisschen dunkler. In den kälteren Biomen finden wir neben den anderen Schweinen natürlich auch diesen Leaf Litter und da ist er so ein bisschen grau, aber so ein bisschen abgesifft. Und was ich auch noch rausgefunden habe, ist, dass in einem Dschungelbiom wirkt der so ein bisschen rötlich. Entweder ich bin komplett am Trippen, aber der ist doch hier röter als sonst, oder? Und in den Badlands-Biom ist er wieder so braunmäßig wie in den normalen Plains. Hier seht ihr es auch, das passt ein bisschen mehr hier so zu der Szene. Wenn wir schon mal hier sind, würde ich euch auch gern den nächsten neuen Block zeigen, wenn ich ihn spotten würde. Da haben wir ihn. Und zwar gibt es jetzt hier auch neue Büsche, dass wir nicht nur diese kleinen Äste hier immer haben, wie wir sie sonst hatten, die Stöcke droppen. Gibt es auch die hier, nur die droppen leider keine Stöcke. Das soll wahrscheinlich so ein bisschen das Gras einfach imitieren. Gibt es in verschiedenen Stufen, klein, mittel, groß, zack, zack. Hier habe ich nochmal 1, 2 größere für euch, die sehen dann so aus und wenn wir hier nochmal die kleineren holen, die hier, die sind halt einfach nur so kleiner, so ein bisschen ambienter, aber ich finde es echt cool, das belebt das ganze Biom hier nochmal so ein bisschen mehr. Dann gibt es noch eine weitere Änderung, die wir sonst immer nur aus so Texture Packs kannten, und zwar auf den Kakteen jetzt diese Kakteenblumen. Finde ich richtig cool. Gibt auch einfach nochmal so ein bisschen mehr Varietät, dass die hier manchmal so drauf spawnen können. Ich weiß zwar leider nicht die genauen Parameter, wann das stattfindet, dass die da drauf spawnen, aber das wird bestimmt noch im Wiki veröffentlicht werden. Und guck mal, wenn ihr euch das jetzt hier so anguckt mit den Kakteen, den Dingern drauf, diesem kleinen Gras, hier oben in der Wüste auch dem Gras, das sieht doch schon echt mal 10-mal angenehmer aus wie vorher. Und wenn wir jetzt hier schon mal dabei sind, kann ich euch auch noch eine schlechte Nachricht geben zu den ganzen veränderten Tieren. Denn ich habe ja auch schon mehrere Videos darüber gemacht, dass die Tiere jetzt an die Temperaturen von den Biomen angepasst wurden. Beim Schwein sieht man es, glaube ich, am besten. In der Wüste ist es zum Beispiel so ein rotes Schwein. Das Hühnchen wurde auch angepasst. Das ist jetzt hier so ein gestreiftes Hühnchen. Und die Kuh ist, ja, mit so Dingern hier, Hörnern und what the fuck. Muss ich sagen, finde ich cool, dass da wieder so ein bisschen mehr Varietät reinkommt. Und die Sache war ja, dass sie es bei den Schafen auch angepasst haben. Und zwar haben sie da die Farbpalette geändert. In den Wüsten spawnt jetzt zum Beispiel hauptsächlich braun und weiß, grau, schwarz eher nur so als ungewöhnliche Farbe. Nur das Coole war auch, dass Mojang gesagt hat, ey, hier in den Wüstendingern kann dann zum Beispiel auch Gelb und Orange als Farbe von den Schafen spawnen, nur das haben sie jetzt rausgenommen. Es kann nicht mehr Gelb, Orange, Rot in den Wüsten spawnen. Genauso wenig wie Blau, Hellblau und Türkis, glaube ich, in den kalten Biomen spawnen kann. Da spawnt jetzt hier halt hauptsächlich Schwarz, ein bisschen Grau, aber halt nicht mehr diese coolen Farben. Der Vollständigkeit halber zeige ich euch jetzt hier auch nochmal ganz kurz die Schweine. Die sehen so aus. Die haben eine Netherite-Rüstung an und sehen so aus. Und die Kühe haben jetzt hier oben auch so Hörner und die zeigen aber nach vorne. Im normalen Biom sind die Texturen natürlich immer noch gleich, wie wir sie vom alten Minecraft kennen. Dennoch gibt es eine tolle Änderung für Schafe. Denn ihr kennt es ja, wenn man die Schafe schert, dann haben sie hier unten drunter diese Partikel von ihrer Wolle halt. Oh, Bro, er drängt sich. Und jetzt wird es in Java auch so geändert, wie wir es in Bedrock haben. Das heißt, wenn man das Schaf färbt
und dann die Dinger hier abschert, hat man da drunter die farbigen Partikel. Ich finde das so um einiges cooler, weil es einfach schon immer so sein sollte. Wenn wir jetzt schon mal bei neuen Tiervarianten sind, kann ich euch auch gerade mal den neuen Block zeigen, den Firefly Bush, also den den Glühwürmchen-Busch. Der sieht so aus. Erstmal denkt ihr euch, okay, der ist ja ein bisschen unspektakulär. Aber wenn wir uns in die Mitternacht begeben, werdet ihr sehen, dass hier richtig coole Partikel rauskommen. Und hört euch mal die Soundkulisse davon an. Ich finde, es ist eine richtig, richtig coole Änderung zu Minecraft, weil es einfach wieder so ein bisschen mehr Atmosphäre einfach gibt. Stellt euch vor, ihr lauft hier nachts einfach lang, sogar ohne Shader, ohne nix. Und dann seht ihr einfach sowas. Das sieht doch so cool aus. Jetzt stellt euch mal vor, die sind halt nochmal so ein bisschen besser gespawnt, ne? Ich place die jetzt hier einfach mal so rein, dass wir hier überall so ein paar Dinger davon stehen haben. Mich nervt es jetzt schon, dass man auf diese Blätter hier keinen Block drauf platzieren kann. Holy. Also ihr lauft jetzt hier bei Nacht durch den Wald und seht überall hier irgendwas rumfliegen, so ein paar Partikel. Die Blätter fallen hier noch runter. Oh, es ist einfach eine tolle Atmosphäre, wirklich. Wir kommen auch direkt zur nächsten Änderung. Denn es gibt nochmal 2 neue Items. Ihr kennt ja alle das Standard-Ei, was man hier so werfen kann. Zack, zack. Und das spawnt... Oh, sorry, Bro. Da spawnt dieses kleine Hühnchen raus. Wenn ihr jetzt aber die kalten oder warmen Hühnchen findet, dann legen die diese Eier. Und zwar entweder ein kaltes oder ein warmes Ei. Einmal mit kleinen Punkten, einmal mit großen Punkten. Und wenn ihr die werft, dann werdet ihr sehen, kommen da die kalten Varianten raus und hier die warmen Varianten. Alter, ein Dreier? What the fuck? Und hier kommen halt die warmen Varianten raus. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Es gibt natürlich noch so Änderungen wie diese Wildflowers. Die habe ich euch aber alle schon in einem anderen Video gezeigt. Außerdem wurden noch ein paar Töne und sowas angepasst. Aber das werde ich euch dann in dem großen 1.21.5 Frühlings-Spring-Update-Video erklären, wenn wir dann die richtige Version endlich veröffentlicht bekommen. Dann bleibt uns jetzt nur noch eine Sache übrig, und zwar uns die coolen neuen Spawn-Eier anzugucken. Also was haben wir denn hier so? Hier oben ist ein LA. Das sieht, finde ich, richtig cool aus mit diesen 2 Flügeln hier. Dann ein Armadillo mit den Öhrchen. Ach Mann. Das Axolotl finde ich, wow. Also die überzeugen mich hier wirklich an einer Tour. Fledermaus ist tatsächlich so eine kleine Fledermaus. Das muss ich mir hier mal ganz kurz angucken. Ach man, hier so, ey, das ist so cool gemacht, ne? Dann haben wir eine Biene, einen Wolf, einen Villager. Wer ist er denn? Was? Ne, Digga, was? Eine Schildkröte, das Kamel, die Katze. Oh, guck mal, das ist ja auch so ein bisschen kleiner, weil die Katze halt ein bisschen kleiner ist tatsächlich. Die Biene sieht halt auch einfach aus wie eine Biene. Das ist so gut. Der Tintenfisch? Was soll das denn sein? Also da müssen sie nochmal ran. Das ist ja... das ist aber so ein Klumpen. Hühnchen. Lachs. Okay, check ich. Die wollen halt trotzdem noch diese Eiform beibehalten. Kuh, da ist das Ei ganz groß. Das sollen die Kaulquappen sein. Okay. Interessant. Ja, gut. Wandering Trader. Delfin. Esel. Sniffer. Snow Golem. Okay, der sieht auch cool aus, ne? Mit dem Kürbis so oben drauf. Ey, das ist so cool gemacht, wirklich. Dann haben wir hier die Tropenfische, Strider, Polarbär, der Fuchs. Ach, der sieht auch wirklich gut aus. Ach, Mann. Das gefällt mir. Frosch sieht auch aus wie ein Frosch einfach. Ein Hase, Ocelot, Ziege, Pufferfisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Mapmaker in Zukunft sowas wie das Bienen-Spawn-Ei, Fledermaus-Spawn-Ei oder das Frosch-Ding einfach als eigenes Tier benutzen. Checkt ihr, dass das so quasi die Jungtiere von den Fröschen jetzt zum Beispiel sind? Ich weiß, das sind eigentlich die Kaulquappen, aber wenn man das hier einfach so hinplatziert, sieht es ja trotzdem aus, als wäre es ein Frosch. Dann haben wir hier noch das Maultier, den Papageien. Der Panda sieht auch krass aus. Schwein, Lachs, Schaf, Eisengolem sieht auch gut aus. Den Glow Squid, Lama, Mushroom Cow, Pferd und nochmal das andere Lama. Ey, die sind schon echt gut. Aber jetzt kommen wir zu den Monstern. Und ganz ehrlich, wenn ihr bis hierhin schon guckt und den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es. Und wenn ihr schon da unten seid, lasst auch direkt einen Daumen nach oben da. Damit helft ihr mir auf jeden Fall weiter. Wir haben das Schleim-Spawn-Egg. Das sieht cool aus. Kann man meiner Meinung nach auch direkt für irgendwas anderes benutzen. So irgendwie als Deko-Artikel. Ach, wobei... Ja, okay. Es ist halt wirklich nur für Mapmaker, weil die Items bekommt man ja gar nicht in Survival, fällt mir gerade auf. Ja gut, Zombie-Villager. Der Warden sieht krass aus. Normaler Zombie. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Ja, okay, man erkennt, was es sein soll. Die Hexe sieht auch geil aus. Wither-Skelett. Die Wechsel sehen lustig aus, ähnlich wie das LA. Zombie-Fight Piglin, Zombie-Pferd. Dann den Zoglin, Vindicator, Skelettpferd. Das sieht ja komplett quatschig aus. Die Spinne ist halt cool. Stray. Blaze sieht interessant aus. Der Bock hat da oben noch den Pilz einfach drauf. Das ist cool. Breeze. Höhlenspinne ist ein bisschen kleiner als die normale Spinne, finde ich cool. Das ist Creaking. Creeper. Drowned.
Elder Guardian, Magma Cube, Phantom, Husk. Guardian sieht noch interessant aus. Hoglin ist einfach so das ganze Gesicht von dem. Ghast ist halt absolut Standard, ne? Evoker, Endermite ist ein bisschen kleiner. Enderman sieht... Digga, das sieht krass aus. Das sieht richtig krass aus. Und auch die Endermite sieht gar nicht mal so schlecht aus. Krass. Piglin Brood ist hier unten aber so ein bisschen schwärzer, glaube ich. Pillager, Revenger, Skelett, Silberfisch und Schalker sieht auch noch ganz lustig aus. Aber ich muss sagen, da gefallen mir die normalen Tiere schon um einiges besser. Schreibt ihr mir unbedingt mal in die Kommentare, welches Spawn-Egg euch am meisten gefällt und auf welches Feature ihr euch am meisten freut. Dann freue ich mich ultra über ein Like auf dem Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.